Herzlich willkommen zu Einheit 3 in Woche 1. Im letzten Video haben wir uns mit Winkeln und Vielecken beschäftigt. Damit kann man noch viel mehr Schönes machen, zum Beispiel Spiralen. Fangen wir heute mal an mit einer Vierecksspirale. Für ein Viereck, wissen wir vom letzten Mal, müssen wir uns 90 Grad drehen. Davor, weil wir was malen wollen, möchten wir gehen. Wir fangen mal an mit 5 Schritten. Bei einer Spirale, im Gegensatz zum Vieleck, erhöht sich oder verändert sich die Anzahl an Schritten, die wir gehen, bei jedem Mal. Das heißt, ich dupliziere das hier jetzt einfach ein paar Mal und wir ändern bei jedem Mal die Schrittzahl. Beim ersten Mal gehen wir 5 Schritte, beim zweiten Mal 10, dann 15, 20, also immer 5 mehr als beim vorherigen Mal. Damit es malt, müssen wir auch wie beim letzten Mal vorher noch den Stift nach unten nehmen. Also hänge ich vorne dran noch einen Stift runter. Und wir klicken mal, um zu gucken, was passiert. Hier bekommen wir eine Spirale mit einer viereckigen Grundform. Leider ist dieser Code jetzt relativ unleserlich. Wir können aber nicht einfach eine Wiederholeschleife benutzen wie beim letzten Mal, weil sich der Wert, den wir hier als Eingabe verwenden, jedes Mal verändert. Natürlich gibt es aber ein Konstrukt, mit dem wir uns da behelfen können. Es heißt Variablen. Variablen in der Informatik und auch in der Mathematik sind ein Platzhalter für Werte. Man kann auf diese Werte vom Programm aus zugreifen und man kann sie vom Programm aus verändern. In Snap gibt es dafür extra die Variablen-Kategorie. Wir können dort neue Variablen erstellen, indem wir hier auf den Neue Variable-Knopf drücken. Dann öffnet sich der Variablen-Editor, in dem wir der Variable einen Namen geben können. Ich nenne die jetzt mal Schritte. Außerdem können wir hier entscheiden, ob die Variable global sein soll, das heißt für alle Figuren in unserem Projekt verfügbar sein kann, oder nur für das Objekt, das wir gerade programmieren. In dem Fall mache ich mal global für alle. Hier könnt ihr jetzt sehen, dass ich einen Reporter, eine Funktion bekommen habe, die mir den Variablenwert zurückgeben kann, und die kann ich auch für mein Programm verwenden. Am Anfang muss ich den Wert meiner Variable setzen. In dem Fall geht es hier mit 5 los, also setze ich meine Variable am Anfang auf 5. Um auf meine Variable zugreifen zu können, klicke ich hier an diesem kleinen schwarzen nach unten Pfeil und im Dropdown-Menü erscheinen dann alle Variablen, die ich zur Verfügung habe. Momentan habe ich nur eine, deswegen ist nur diese eine hier. Wenn ich die auswähle, kann ich hier hinten ihr einen Wert geben und ihr damit diesen Wert zuweisen. Einmal angeklickt ist der aktuelle Wert der Variable hier oben im Variablen-Watcher-Anzeiger auf der Bühne sichtbar. Wenn ich diesen Watcher nicht mehr haben möchte, kann ich einfach hier das Häkchen aus der Box wegnehmen, dann ist es nicht mehr zu sehen, oder ich kann es auch wieder einblenden, indem ich das Häkchen erneut setze. Danach können wir ganz normal, wie im vorherigen Video, Schleifen benutzen. In dem Fall die Wiederholeschleife. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal den Gehe- und Dreheschritt wiederholt. Das heißt, ich gebe hier einfach eine 8 ein. In die Schleife kommt einmal der Gehe-Block und danach der Drehe-Block. Im Drehe-Block, weil wir wieder eine viereckige Grundform wollen, gebe ich einmal 90 Grad ein. Und jetzt kommt die Magie. In den Gehe-Block nehme ich die Variable rein. Das heißt, in dem Fall gehe ich beim ersten Mal 5 Schritte, weil 5 der aktuelle Wert meiner Variablen ist. Danach möchte ich aber jedes Mal 5 mehr gehen. Das heißt, ich muss am Ende des Durchlaufs dieser Schleife den Variablenwert um 5 ändern. Dafür kann ich den Ändere-Block benutzen und sagen, ändere die Variable Schritte um 5. Am Anfang müssen wir natürlich noch den Stift runter machen und dann können wir das testen. Hier auf der Bühne haben wir die Spirale, die wir gerade eben mit dem sehr langen, sehr unleserlichen Skript gemalt haben. Ich bewege mal die Figur und wir testen das. Und hier haben wir die Spirale, die wir mit unserem neuen, viel besser leserlichen Skript mit der Variable gemacht haben. Und ihr könnt sehen, dass hier beides genau gleich aussieht. Das heißt, wir haben diesen Code durch die Benutzung von Variablen sehr viel leserlicher und einfacher gestaltet. Das war schon mal wunderbar. Man kann aber noch viel schönere Dinge machen mit Variablen. Dafür empfehle ich, die Vorschleife, auf Deutsch Fürschleife, zu importieren. Um neue Blöcke zu importieren, können wir hier auf das Dateimenü klicken und dann auf Tools laden. Tools ist ein Modul, in dem weitere Blöcke enthalten sind, die wir für unser Programm benutzen können.
Ich klicke hier mal, dann werden die Blöcke importiert. Die Für-Schleife ist eine Kontrollstruktur, das heißt, wir finden die wie alle anderen Schleifen in der Steuerungskategorie. Auch wie alle anderen selbstgemachten Blöcke finden wir die importierten Blöcke am Ende der jeweiligen Palette. Die Für-Schleife ist also hier. Sie funktioniert folgendermaßen. Hier ist schon so ein orangener Wert innen drin, den kennen wir von gerade eben schon, die Variablen. Das heißt, die Für-Schleife hat eine interne Variable, die heißt i. Beim ersten Mal wird i dem ersten Wert zugewiesen, das heißt, in dem Fall ist i gleich 1. Danach wird i automatisch bei jedem Durchlauf der Schleife um 1 erhöht, und zwar so lange, bis der Endwert, in dem Fall 10, erreicht ist. Wir können das gerade einmal testen mit einem Zähler. Ich lasse einfach mal mein Objekt i sagen, und damit es nicht so lange dauert, machen wir mal nur 1 Sekunde. In dem Fall zählt unser Objekt von 1 bis 10. Danach, sobald der Endwert erreicht ist, hört die Schleife auf. Das kann man sich jetzt zunutze machen, um sehr schöne Strukturen zu malen. Als erstes können wir mal versuchen, was wir eben gebaut haben, nachzubilden. Das heißt wieder eine viereckige Spirale. Ich wische mal die Bühne, damit wieder Ordnung ist, und dann legen wir los. Wir sind eben immer gegangen und haben uns danach um 90 Grad gedreht. Gehen und drehen um 90 Grad. In dem Fall wollen wir jetzt jedes Mal den Wert gehen, der i ist. Also ziehe ich i einfach hier rein. Am Anfang mache ich den Stift runter und dann wollen wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen öfter als 10 Mal machen, weil wir gerne eine größere Spirale haben wollen. Sagen wir mal 150 Mal. Jetzt bekommen wir eine sehr schöne Vierecksspirale. Wie sieht es aus, wenn ich einen anderen Winkel probiere? Letztes Mal haben wir auch den 60-Grad-Winkel benutzt. Der gibt uns ein Sechseck oder Hexagon. Probieren wir das doch mal aus. Funktioniert, in dem Fall bekommen wir eine sechseckige Spirale. Wie sieht es aus, wenn wir Winkel benutzen, durch die 360, also der Full Turtle Turn, nicht glatt teilbar ist? Lasst es uns ausprobieren. Zum Beispiel können wir 121 Grad testen. Das ist fast ein Dreieck, das hat 120 Grad, aber eben nur fast. Schauen wir mal, was passiert. Wir sehen, dass wir eine dreiecksähnliche Struktur bekommen, aber mit einem kleinen Twist. Was anderes, meine persönliche Lieblingsspirale ist die 137-Grad-Spirale. Die bekommt so eine kleine sternförmige Struktur. Und in Erinnerung an das erste Video auch nochmal meine Zweitlieblingsspirale, die 66-Grad-Spirale. Die malt nämlich eine rosenähnliche Struktur. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Spiralen. Was als Aufgabe diese Woche für euch zur Verfügung steht, ist eine Animation für alle möglichen Spiralen, die man mit der Vorschleife machen kann. Ich habe euch hier schon mal das Beispiel vorbereitet. So soll es nachher ablaufen. Das heißt, ihr programmiert ein Projekt, in dem eure Figur alle möglichen Spiralen mit der Vorschleife der Reihe nach abläuft. Ich bin gespannt, ob das bei euch klappt und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Liebe Grüße und bis zum nächsten Video.